Herzlich willkommen zu We Care, We Do, We Move TV. Wie immer über aktuelle gesellschaftliche Themen und spannende Projekte der Daimler AG und wie immer mit mir im Studio Anja Lehner. Schön, dass du da bist. Hallo Jochen, ich freue mich auch. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir heute über Kunst sprechen, weil ich glaube, genau die Zeiten zeigen uns gerade, was uns ohne Kunst fehlen würde und was Kunst zu unserem Leben beitragen kann. Und welche Rolle eben Kunst für die Daimler AG spielt, erfahren wir heute mit besonderen Themen und besonderen Gästen. Nach Lewis Hamilton beim ersten Mal. Wer und was erwartet uns diesmal? Ja, wir sprechen über unser Kunstengagement, wir sprechen aber auch darüber, was Kunst zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen kann. Und deswegen unterhalten wir uns mit Professor Walter Smerling, dem Vorsitzenden der Stiftung für Kunst und Kultur in Bonn. Wir sprechen mit Alicia Quade, einer Berliner Künstlerin. Wir werden Virgil Abloh und Gordon Wagner sehen. Und ich freue mich, dass wir jetzt direkt mit Leon Löwentraut sprechen werden. Und damit starten wir direkt auch wegen seiner Initiative für Nachwuchskünstler. Und da ist er jetzt auch direkt der Mann, der diese tolle Idee für dieses Projekt hatte. Hallo, Leon Löwentraut. Ja, hallo, grüßt euch recht herzlich und freue mich sehr, euch heute aus meinem kreativen Raum, aus meiner Welt hier auch begrüßen zu dürfen und freue mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank. Es sieht auf jeden Fall spannend und großartig aus da bei dir. Und großartig war eben auch deine Idee, Nachwuchskünstler im Rahmen der Sylt Art zu unterstützen. Wie kamst du zu dieser Idee? Für mich war es einfach ein persönliches Anliegen auch, junge Künstler, Nachwuchskünstler zu unterstützen und im Rahmen der Sylt Art Fair hatte ich einfach auch die Möglichkeit, ja, viele andere Künstler auch dann dort zu unterstützen und fand es sehr, sehr spannend, halt auch neue Kunstrichtungen, neue Kunststile zu sehen von den jeweiligen Künstlern, fand den Austausch unheimlich spannend und ich finde gerade in so einer Situation, in dieser schwierigen Zeit, in der wir gerade leben, ist es umso wichtiger, anderen Leuten auch zu helfen und auch den Künstlern, die es vielleicht jetzt nicht so leicht haben oder schon auch im normalen Leben nicht leicht gehabt haben, denen es jetzt nochmals mehr erschwert wurde, vielleicht ihre Kunst an die Öffentlichkeit zu bringen, dass man da einfach jetzt auch die Möglichkeit hatte, den Traum von den Künstlern auch irgendwo zu erfüllen. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das ist auf jeden Fall ein toller Gedanke von dir. Wie kam es zu der Verbindung mit Daimler? Also ich bin ja schon seit längerer Zeit Teil der Daimler-Initiative Be a Mover und dieser Community. Und ich finde es halt einfach unheimlich spannend, in diesem Rahmen, in diesem kreativen Austausch so viele Menschen zu treffen, wo man auch auf neue Ideen kommt und wo man auch positiv auf die Welt blickt und ja, einfach sehr nachhaltig auch denkt, an die Zukunft denkt. Und ich finde, das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, um sich auszutauschen und genieße das immer sehr. Und ja, finde natürlich klar die Marke Daimler, sonst würde das ja auch alles, glaube ich, nicht so gut zusammenpassen. Auch unheimlich inspirierend, auch die Nachhaltigkeit, die Weitsichtigkeit und die, ja, einfach die Innovation auch in der Marke Daimler an sich. Das finde ich großartig und deswegen bin ich sehr, sehr gerne auch immer dabei. Anja, musstet ihr lange überlegen, als Leon sich gemeldet hatte? Nein, gar nicht. Kunstförderung an sich hat ja bei uns im Unternehmen schon eine lange Tradition. Wir haben seit 43 Jahren, seit 1977, eine eigene Kunstsammlung. Und wie Leon ja gesagt hat, unsere Be a Mover-Initiative hat ja zum Ziel, etwas zu bewegen. Und übrigens hat Leon ja schon gezeigt, dass er etwas bewegen möchte. Er hat die 17 Sustainable Development Goals der UN gemalt und insofern hat das für uns sehr gut gepasst. Klingt auf jeden Fall nach einem kurzen Prozess bei eurer Entscheidung. Leon, wie haben die Künstler reagiert, als du sie eingeladen hast? Ja, natürlich war die Freude gewaltig und die Künstler waren unheimlich glücklich und haben, glaube ich, auch diese Möglichkeit und diese Veranstaltung sehr, sehr genossen. Und ja, ich fand es halt auch irgendwo, war das glaube ich, auch eine Herausforderung auch so ein bisschen für die Künstler, sich jetzt neu aufzustellen, sich neu zu präsentieren
in der jetzigen Situation. Und das fand ich halt auch einfach sehr mutig von den Künstlern, dass sie diesen Weg gegangen sind und dieser Stolz und diese Ehre, die sie verspürt haben, das man einfach in den Gesichtern der Künstler gesehen hat und auch diese Dankbarkeit, die sie einem entgegengebracht haben, das fand ich das Tolle an der Geschichte und deswegen haben wir das alle, glaube ich, unheimlich genossen in diesem Rahmen. Und genau diese tiefe Dankbarkeit der Künstler haben die unterstützten Künstler, eben auch in Worte gefasst. Well, we had a bunch of projects organized in process for 2020, and when the news of the complete lockdown came, it was quite a hit for everybody, definitely. Ich bin total glücklich, sehr professionell, also so habe ich es mir eigentlich gewünscht, wie die hier präsentiert sind. Und natürlich sind hier große Namen, also wichtige Namen der Kunstgeschichte und dass hier direkt Schnabel direkt hier vorhängt, habe ich natürlich gar nichts dagegen. Also man sieht, diese Aktion von dir hat sich für alle Beteiligten tatsächlich gelohnt. Lass uns bitte einen Blick auf die Zukunft werfen. Was erwartest du, Leon, in nächster Zeit? Wir werden natürlich die Ausstellungen weiter planen. Wir werden natürlich gucken, dass wir weltweit, dass ich weltweit meine Kunst an die Menschen bringen kann und würde auch sagen, ja, dass ich auf einen entspannten, kreativen Austausch hoffe in naher Zukunft, soweit es auch möglich ist und freue mich sehr auf diese Zeit, halt auch wieder dann viel neue Kunst zu entdecken und ja, Kunst zu präsentieren und durch Kunst Menschen zusammenzubringen. Das finde ich ist immer die Devise, die mir sehr am Herzen liegt. Und natürlich auf einen Austausch auch bei Daimler weiterhin, bei der Beermover Community und auf viele neue Ideen, auf viel Inspiration und neue Wege. Leon, ich weiß, du bist ein großer Fan von Virgil Abloh. Also Fan ist, glaube ich, ein bisschen untertrieben. Ich vergöttere diesen Typen. Ich habe den größten Respekt und er ist eine der größten Inspirationen, die ich mir nur vorstellen kann. Deswegen liegst du da ganz richtig. Es ist auf jeden Fall eine absolute Ikone. Ja, du weißt wahrscheinlich, dass er mit Gordon Wagner zusammen das Projekt Geländewagen umgesetzt hat. Was sagst du denn zu so einer Art von Zusammenarbeit? Ja, ich finde die Kooperation zwischen Gordon Wagner und Virgil Abloh natürlich einmalig. Da kommen zwei Ikonen zusammen, die grandiose Ideen haben und wo halt einfach was draus entstehen muss, weil wo so zwei Menschen zusammenkommen mit so einem Input und mit solchen Visionen einfach, so ein künstlerisches Objekt herzustellen, das finde ich also ich sage jetzt mal, das ist ja ein Kunstwerk, was da erschaffen wurde. Und das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, würde ich sagen, mehr als sehen lassen. Und deswegen finde ich diese Kooperation halt einfach auch so toll und war sehr begeistert, als ich das gesehen habe. Ja, vielen Dank, lieber Leon, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und sage mal bis bald. Und für alle, die das Projekt Geländewagen noch nicht kennen, hier eine kleine Zusammenfassung. Auch ein tolles Projekt, aber nicht nur das Design ist besonders, sondern vor allem die Absicht dahinter. Das Besondere an dem Projekt ist ja, dass ein 1:3 Modell von dem Geländewagen versteigert worden ist und der komplette Erlös dem Postmodern Scholarship Fund zugutekommt. Und das ist ein Fonds, der Modestudierende, schwarze Modestudierende unterstützt, die afroamerikanischer oder afrikanischer Abstammung sind. Auch interessant. Genau, und es ist halt ja immer schön, wenn Menschen sich zusammentun, um was zu bewegen. Und insofern, ja, denke ich, ist es aber auch so, dass Kunst selber kann ja auch was bewegen. Ja, da spielst du wahrscheinlich auch auf die WAPOC-Ausstellung an. Worum ging es da? WAPOC steht für We Are Part of Culture. Das ist eine Wanderausstellung von der Initiative 100% Mensch. Die porträtiert Menschen aus verschiedenen Jahrhunderten, von Friedrich der Große bis Selma Lagerlöf, die alle
LGBTIQ+ sind und die alle was in der Welt bewegt haben und unsere Kultur geprägt haben. Ist das dann als Kunst, als Gesellschaftskritik zu verstehen? Ich glaube, in dem Fall ist es gar nicht so sehr Kritik, die man damit bezweckt, sondern eher, um über das Thema ins Gespräch zu kommen. Und was hast du dann persönlich daraus mitgenommen? Also ich habe aus der Ausstellung und vor allen Dingen aus der Diskussionsrunde, die vor der Eröffnung stattgefunden hat, mitgenommen, dass es einfach Mut braucht, sobald man anders ist. Dann braucht es Mut, zu sich selber zu stehen, sich nicht zu verstecken und einfach so zu sein, wie man ist. Und ich würde mir wünschen, wenn das einfach normal wäre. Ja, und was man in der heutigen Zeit natürlich dazu sagen muss, dass die ganze Ausstellung nur unter Einhaltung von strengen Hygienevorschriften stattfinden konnte im Mercedes-Benz-Museum. Also man konnte persönlich da auch hingehen. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Frage auch für euch. Wie ist es euch lieber, Kunst zu genießen? Persönlich oder vielleicht sogar schon virtuell? Was ist euch lieber und warum? Gerne eure Meinung unten in der Kommentarfunktion. Eine andere Geschichte, ein anderes Projekt, das durch Covid-19 schon ordentlich durcheinandergewürfelt wurde, gerade in der Planung. Kannst du denken, ich spiele auf Diversity United an. Wie war das? Wie ist das? Ja, da hast du völlig recht. Aber schauen wir uns doch erstmal an, um was es bei Diversity United überhaupt geht. Sehr gerne. Ja. Wirklich ein ganz großes Projekt. Was genau hat Covid-19 da durcheinander gebracht, Anja? Ja, Diversity United ist quasi auch eine Wanderausstellung, ist an 3 Orten geplant, in Moskau, in Berlin und in Paris. Und ursprünglich war geplant, jetzt im November die Ausstellung in Moskau zu eröffnen. Das geht jetzt leider nicht und die Macher planen jetzt damit, nächstes Jahr im Frühjahr in Berlin zu starten. Ja, das sind ja tolle Neuigkeiten in dem Sinn auch. Und wir freuen uns, dass der Mann, der federführend verantwortlich ist für Diversity United, uns jetzt zugeschaltet ist. Professor Walter Smerling. Schön, dass Sie da sind. Diversity United steht für Vielfalt der Kunst in Europa. Was sind die Beweggründe für so eine Ausstellung? Diversity United, diese Ausstellung trifft den Zeitgeist. Gerade jetzt ist es wichtig, mit einer solchen Ausstellung der Gesellschaft den Spiegel vor Augen zu halten. Die Welt hat sich in den letzten Monaten unglaublich verändert. Covid-19 hätten wir uns vor einem Jahr nicht vorstellen können. Aber nicht nur das, Werte werden neu diskutiert. Die Ängste vor Fremdheit, die Ängste vor der Digitalisierung sind Themen, die die Menschen umtreiben. Die Künstler reagieren darauf. Die Ausstellung Diversity United ist ein ganz wichtiges Zeichen für den Brückenbau jenseits politischer Schwierigkeiten. Sie haben für die Ausstellung die Crème de la Crème der internationalen Kunstszene gewinnen können. Wie haben Sie das geschafft? Mit einem ganz hervorragenden Team. Wir sind glänzend vernetzt in der ganzen Welt. Das kuratorische Team hat große Erfahrungspotenziale mitgebracht. Die Künstler sind auf dieses Thema sofort positiv eingegangen. Die Kraft des Themas Diversity United oder Einheit durch Vielfalt hat die Künstler sehr, sehr motiviert mitzumachen. Und unsere bisherige Zusammenarbeit mit den Künstlern in den Museen oder in den Ausstellungen in Peking, in Petersburg oder in Deutschland, in Berlin, hat uns sehr, sehr geholfen. Und der Start der Ausstellung ist für das erste Quartal 2021 in Berlin geplant. Was gibt es bis dahin noch zu tun? Wir werden auf Tempelhof diese Ausstellung präsentieren in 2 riesigen Hallen, Hangar 2 und Hangar 3. Die Architektur muss entwickelt werden, der deutsch-englische Katalog muss produziert werden, die
Künstler, die Leihgeber haben großes Interesse zu erfahren, wie ihre Kunstwerke präsentiert werden. Es sind eine Vielzahl von Gesprächen notwendig und noch eine Vielzahl von Reisen. Wie wichtig ist die Unterstützung von Unternehmen für eine Ausstellung wie Diversity United und Kunst im Allgemeinen? Ohne die Unternehmen, ohne das Sponsoring zum Beispiel von Daimler, Initiativsponsor war Daimler immerhin, wäre die Ausstellung gar nicht möglich. Wir sind eine Privatinitiative, die gesellschaftliche Verantwortung demonstriert, genauso wie die Unternehmen. Wir wollen die intelligente Verbindung zwischen den Sponsoren, zwischen den Unternehmen und der Kultur. Und ich denke, bei Diversity United ist das hervorragend gelungen. Wird es hoffentlich hervorragend gelingen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Smerling. Wir freuen uns, dass wir dabei sind bei Diversity United im nächsten Jahr. Frau Lehner, Herr Stutzki, vielen Dank für das Gespräch. Professor Smerling hat es angedeutet, es sind große Namen dabei bei Diversity United und einen dieser großen Namen haben wir jetzt hier bei uns. Herzlich willkommen, Alicia Gwade. Hallo Anja, hallo Jochen. Ich grüße euch hier aus meinem Atelier in Berlin, Oberschöneweide. Alicia, ein Artikel über dich war vor kurzem überschrieben wie folgt: Mit ihren eleganten Skulpturen stellt Alicia Gwade die Welt in Frage. Ist das vielleicht die beste Beschreibung von Kunst überhaupt, das Infragestellen von Erwartungen, Interpretationen und Grenzen? Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also ich glaube, in Frage stellen oder anzweifeln ja, weil das ja immer so ein bisschen das erste Rütteln an Strukturen ist und Kunst, glaube ich, seit jeher irgendwie auch mit die Aufgabe hatte, festgelegte gesellschaftliche Strukturen auch anzuzweifeln. Aber es kann natürlich auch andere Aufgaben haben. Es kann auch irgendwie erschrecken, es kann erschüttern, es kann berühren, es kann vieles. Aber grundsätzlich für mich ist das sozusagen die Herangehensweise, die ich da habe und die erste Fragestellung, die ich mir selber stelle. Alicia, aktuell zeigt die Daimler Contemporary die Ausstellung 31 Women. Das sind Werke von Künstlerinnen aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Und die Ausstellung bezieht sich auf ein Ausstellungskonzept von Marcel Duchamp von 1943. Also damals war es schon ein Thema, Künstlerinnen auszustellen. Meine Frage ist, man könnte immer noch den Eindruck haben, dass es Künstlerinnen heute immer noch schwerer haben auf dem Kunstmarkt. Wie siehst du das? Warum braucht Kunst Diversität? Ich glaube, das ist so eine komische Frage. Man merkt ja schon bei der Frage, dass dieses Thema ja noch irgendwie vorhanden ist, was ich ja selber noch ein bisschen schade finde. Ich hätte es gerne in eine andere Generation vielleicht geschafft, wo diese Frage überhaupt nicht mehr gestellt wird. Aber ist eben nicht so. Und ich glaube, das ist ja ein gesellschaftliches Thema. Ich würde das gar nicht so auf die Kunst beschränken. Ne? Also Diversität wird ja sozusagen überall gebraucht und wir sind alle Homo sapiens und der Unterschied ist marginal gering im Grunde genommen, aber gesellschaftlich halt nach wie vor sehr verhaftet und durchaus problematisch. Aber es geht eben nicht nur die Kunst an. Neben Diversity United sind ja auch ganz andere viele Projekte und Ausstellungen geplant gewesen, die jetzt alle aufgrund Covid-19 nicht stattfinden können oder nicht so stattfinden können wie geplant. Was glaubst du, warum ist es wichtig, dass Kunst gezeigt werden kann und dass Kunst erlebt werden kann? Naja, ich glaube, also Kunst ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das Fundament der Gesellschaft. Und zwar nicht im Sinne von irgendwie nette Bilder irgendwo hinhängen, sondern ich glaube, das ist ja auch das, was den Menschen ausmacht und auch irgendwie vielleicht unterscheidet von ähnlichen Artgenossen dieses Planeten. Und darauf bauen wir ja seit jeher. Ich glaube, das kann man fast als ältesten Beruf der Welt irgendwie beschreiben. Und deswegen ist es unabwendbar und natürlich notwendig. Ist halt die Frage, wie man das zeigt und wie man es zugänglich macht. Und ich bin halt der Überzeugung, dass es halt eben auch zugänglich gemacht werden muss. Und man kann es ja nur zugänglich machen, wenn man es halt zeigt. Und gerade in Krisenzeiten, die Welt ja nun schon mehrfach erlebt hat, haben wir es zum Glück immer irgendwie geschafft, das nicht komplett sozusagen aussterben zu lassen, was also in jeder gesellschaftlichen und zeitlichen Gegebenheit auf dieser Welt notwendig ist. Und ich glaube, man sollte es live sehen können auch. Also es gibt sicher auch Formen, wie man es auch anders wahrnehmen kann. Und das versuchen sich ja damit gerade jetzt auch alle auch aus. Was aber nicht komplett zu ersetzen sein wird, dass man es halt auch live sehen kann. Und ich glaube, und das sollte auch erhalten bleiben. Und auch die Museen sollten erhalten bleiben. Und auch alle anderen Plätze, wo eben Kunst live gesehen werden kann.
Du stellst ja selbst live eben bei Diversity United nächstes Jahr in Berlin aus. Kannst du uns vielleicht schon eine Vorstellung darauf geben, was wir von dir sehen werden? Ja, gern. Und zwar zeige ich eine neue Skulptur, die nennt sich Konstellation. Und das ist eine Skulptur, in der man auch schlafen kann oder mit der man schlafen kann, sozusagen. Und zwar ist es ein Himmelbett, beziehungsweise eine Skulptur, was auch als Bett, als Schlafgelegenheit genutzt werden kann. Und es hat zu tun mit meinen Skulpturen, die ich vorher entwickelt habe, aus der Serie Drehmoment nennen die sich. Und es ist ein Himmelbett, was nach oben hin diese Streben hat, wo sich sehr, sehr große Findlinge befinden, die quasi direkt über dem Kopf des Schlafenden sich befinden und so einen sozusagen ein bisschen daran erinnern, wo man sich befindet und leicht ironisch auch mit dieser Idee eines Damoklesschwertes spielen, aber auch an sozusagen die Gefahr von Asteroiden oder so ein Menschsein auf dem Planeten irgendwie auf eine ironische Art und Weise betrachten. Wir freuen uns, Alicia, wenn wir das Werk sehen können nächstes Jahr. Und erstmal vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und damit sind wir auch wieder schon am Ende unserer Sendung angekommen. Anja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke an dich. Ja, mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Jochen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, wir freuen uns auf die nächste Sendung. Bis dahin, dir alles Gute, euch alles Gute und bleibt gesund.